Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, ist ein sehr komplexes Feld. Und gerade am Anfang ist es nicht einfach herauszufinden, was genau deine Webseite verbessern könnte. Das Gute ist aber, es gibt eine Reihe von großartigen und kostenlosen Tools, die dir helfen, genau die richtigen Maßnahmen umzusetzen. Ich bin Klaus Weibrecht und helfe seit mehr als 17 Jahren großen und kleinen Firmen dabei, ihr Geschäft online auszubauen. In diesem Video zeige ich dir die besten kostenlosen SEO-Tools für Beginner. Übrigens ist unter anderem ein Tool dabei, mit dem du einfach Webseiten findest, von denen du neue qualitative Backlinks bekommen kannst. Ich würde sagen, los geht's. Halt, bevor wir anfangen, bitte abonniere noch schnell den Kanal, teile und like das Video und schreib mir dein Lieblingstool in die Kommentare. Wenn du abonnierst, bekommst du es sofort mit, wenn ein neues Marketingvideo für dich erscheint. Das erste Tool ist Answer the Public. Wenn du deine Webseite optimieren möchtest, musst du als erstes wissen, wonach sucht deine Zielgruppe. Eines meiner absoluten Lieblingstools, um genau das herauszufinden, ist Answer the Public. Es liefert dir rund um dein Thema eine Vielzahl von Fragen oder Themen, die du auf deiner Webseite beantworten kannst. Meine Webseite dreht sich beispielsweise rund um das Thema SEO und ich suche nach Themen, die noch mehr Besucher auf meine Webseite bringen. Ich suche also auf Answer the Public nach SEO und bekomme eine Vielzahl von Ideen. Zum Beispiel häufige Fragen oder Vergleiche, die Nutzer in die Suchmaschine eingeben. Die komplette Liste exportiere ich als CSV und entferne alle Keyword-Ideen, die nicht zu meiner Webseite passen. Anschließend qualifiziere ich die verbleibenden Keywords. Und genau das bringt uns zum zweiten Tool, dem Google Keyword Planner. Auch dieses ist für uns kostenlos nutzbar, sofern wir einen entsprechenden Google-Account anlegen. Der Google Keyword Planner hilft dir zum einen, weitere Keyword-Ideen auf Basis deiner ersten Recherche zu finden und zum anderen die Relevanz von Keywords abzuschätzen. Um zum Keyword Planner von Google zu kommen, brauchst du nur ads.google.com aufzurufen und dich mit deinem Google-Konto anzumelden. Anschließend kannst du mit deiner Webseite oder einem übergeordneten Keyword neue Keyword-Ideen durch Google angezeigt bekommen. Ich kann also wieder den eben verwendeten Begriff SEO nehmen und mir so wichtige weitere Keyword-Vorschläge erstellen lassen. Zum Beispiel SEO-Agentur, SEO, SEM oder Backlink. Aber das Tool kann dir auch das Suchvolumen für deine Keywords anzeigen. Also wie viele Personen dieses Keyword pro Monat suchen und auch die PPC-Kosten, die du für eine Werbeanzeige mit diesem Keyword ausgeben müsstest. Dazu kannst du einfach deine vorbereitete Keywordliste aus Excel in den Keyword Planner kopieren und bekommst das Suchvolumen, mögliche Klicks und sogar eine Kostenschätzung angezeigt. Übrigens werden die Angaben zum Suchvolumen genauer, wenn du ein aktives Werbekonto bei Google hast. Da wir von kostenlosen Tools in diesem Video sprechen, zeige ich dir hier aber die Variante mit dem groben Suchvolumen. Mit den Keyword-Ideen und einer qualitativen Abschätzung kannst du nun beginnen, neue, spannende Inhalte für deine Besucher zu erstellen. Gerade wenn bereits einige Inhalte auf deiner Webseite zu finden sind, wird dich das dritte Tool, Ubersuggest, sehr interessieren. Ubersuggest hilft dir, deine Webseite zu analysieren, Ideen für die Optimierung deiner bestehenden Inhalte zu finden und hat darüber hinaus einen SEO Difficulty Score, also eine Anzeige, wie schwer es für deine Webseite ist, bei einem bestimmten Keyword ein gutes Ranking zu bekommen. In der kostenlosen Version, die ich in diesem Video zeigen möchte, kannst du nicht alle Keywords sehen. Etwas mehr Informationen bekommst du aber schon, wenn du einen kostenlosen Account zum Beispiel mit deinem Google-Konto anlegst. Für den Start reicht diese Version aber in jedem Fall aus. Wenn du die ersten Optimierungen umgesetzt hast, kannst du dann ja immer noch jederzeit upgraden. Die Analyse bei Ubersuggest beginnt mit der Eingabe deiner Webseite. Ich nehme meine Webseite als Beispiel www.ironshark.de. Das Tool bietet dir viele Möglichkeiten. Ich greife zwei für mich ganz wesentliche in diesem Video heraus. Zuerst den SEO Difficulty Score. Wenn ich einen Artikel schreiben möchte, schaue ich mir zuerst an, wie schwierig es für mich ist, mit diesem einen Artikel ein gutes Ranking zu bekommen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ich einen Artikel für das Keyword SEO-Tool schreiben möchte. Kann ich hier ein Ranking erreichen? Das Suchvolumen ist mit 2900 Anfragen im Monat gut. Und die Schwierigkeit ist mit 39 ebenfalls im grünen Bereich. Ubersuggest zeigt mir nun weitere Keyword-Ideen, die gegebenenfalls einfacher für mich umzusetzen sind.
Zum Beispiel kann ich mit SEO-Tools kostenlos zwar nur 390 Personen im Monat erreichen, die Konkurrenz ist mit 29 aber deutlich schwächer bewertet. Mit einem solchen Keyword im Keyword-Set für meinen neuen Inhalt zu beginnen, macht also Sinn. Je mehr Autorität meine Webseite bei einem Thema bekommt, desto einfacher wird es für mich auch schwierige Begriffe zum Ranken zu bringen. Übrigens schaue ich mir gerne die Content-Ideen an, um zu sehen, mit welchen Inhalten andere Redakteure bereits erfolgreich waren. Als zweites zeige ich dir noch, wie Ubersuggest hilft, SEO-Fehler auf deiner Webseite zu finden. Dabei liegt der Schwerpunkt erfreulicherweise auf den inhaltlichen Fehlern und nicht in der Technik. Denn für die Technik gibt es ja bereits eine ganze Reihe anderer nützlicher Tools. Für meine Seite werden mir 2 Seiten mit geringer Wortanzahl, 2 Seiten, die den gleichen Metatext haben und 5 Seiten mit zu kurzem Titel angezeigt. Erfreulicherweise zeigt das Tool immer auch eine Erklärung, wie der entsprechende Punkt am besten behoben werden kann. CanIRank geht bei der automatischen Analyse noch einen Schritt weiter und setzt auf künstliche Intelligenz. Auch dieses Tool ist in der Basisversion nach einer Registrierung völlig kostenlos. Im Vergleich zu anderen Tools interpretiert es die analysierten Daten im Detail und leitet anschließend mittels AI Empfehlungen für deine Webseite ab. CanIRank gibt es übrigens nur in einer englischen Version, die aber mit deutschen Webseiten ebenfalls sehr gut zurechtkommt. Das Tool unterteilt sich in 3 logische Abschnitte. Grow My Content, also Maßnahmen, um mehr guten Inhalt auf meine Webseite zu bekommen. Improve My Ranking, hier findest du alle Maßnahmen, um bestehende Inhalte zu optimieren. Und Promote My Content, also alles, um deine Inhalte bekannt zu machen. Gerade in den letzten beiden Bereichen zeigt das Tool aus meiner Sicht seine Stärke. Ich möchte zum Beispiel für das Keyword Shopware Agentur mit meiner Seite weit oben ranken. Zusammen mit 5 Wettbewerbern lasse ich CanIRank nun eine Analyse erstellen, die mir zeigt, was genau ich dafür tun müsste. Das dauert zwar einige Minuten, dann kann ich mir allerdings die Analyse anschauen. Wie schneidet meine Seite im Vergleich zum Wettbewerb ab? Welche Keywords sollte ich noch mit aufnehmen? Zum Beispiel Shopware-Agentur finden oder Webshop-Partner. Wie gut ist mein Inhalt eigentlich optimiert? Mit welchen Maßnahmen kann ich die Relevanz oder Stärke der Seite oder der ganzen Webseite erhöhen? In jedem Bereich werden alle Maßnahmen zur Steigerung, die für meine Seite passen, angezeigt. Und es gibt zu jeder eine Beschreibung, wie genau die Optimierung aussehen kann. Außerdem hilft dir CanIRank dabei, Seiten zu identifizieren, von denen du Backlinks bekommen kannst. Dabei werden die gefundenen Seiten bereits in Blog, Forum und so weiter kategorisiert. Und sie werden schon entsprechend ihrer Qualität bewertet. Schön ist, dass jede Maßnahme als erledigt markiert werden kann, auf eine To-Do-Liste gesetzt oder verworfen werden kann. So wird CanIRank zur virtuellen To-Do-Liste für deine SEO-Optimierung deiner Webseite. Und da wir gerade bei Backlinks sind, möchte ich dir den Open Link Profiler vorstellen. Er bietet dir eine für ein kostenloses Tool sehr gute Backlink-Analyse. So zeigt es dir deine Backlinks mit verschiedenen Filteroptionen, warnt dich vor toxischen Links und kann dir auch bei der Analyse deiner Wettbewerber helfen. Hierfür zeigt der Open Link Profiler zum Beispiel, wie alt die Backlinks der analysierten Domain sind. Handelt es sich um sehr alte Linkprofile bei deinem Wettbewerb, wird es für dich schwer, ein gutes Ranking zu bekommen. Hat dein Wettbewerb die Links erst vor kurzem aufgebaut, dann stehen deine Chancen an dieser Stelle viel besser. Damit hast du nun 5 kostenlose Tools für deine Webseitenoptimierung von mir vorgestellt bekommen. Schreib mir deine Fragen unten in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da und teile es mit anderen. Denk daran, den Kanal zu abonnieren, damit du keine meiner Videos rund um Online-Marketing und E-Commerce verpasst. Und jetzt wünsche ich dir maximalen Erfolg mit deiner Webseite.